Hallo, ich bin die Miriam und heute möchte ich die Frage klären, was ist besser? Frische Hefe oder Trockenhefe? Wo sind die Unterschiede? Welche Vor- und Nachteile hat was? Und warum jetzt ich im Brotbackautomaten immer mit Trockenhefe backe? Fragen über Fragen, die ich dir in diesem Video jetzt praxisnah zeigen werde. Denn das eine ist ja so die Theorie, die kann ich einfach erzählen. Aber das andere ist die Praxis. Und da ich jetzt glücklicherweise in Besitz von 2 identischen Brotbackautomaten bin, kann ich dir das Ganze jetzt hier nicht nur einfach erzählen, sondern zeigen. Legen wir also los und backen wir es an. Ich werde jetzt einfach 2 Brote parallel backen. Und damit das Ganze fair und gleich abläuft, nehme ich dafür jetzt eine Brotbackmischung. Also Mehl in die Backform und Hefe dazu. Die frische Hefe, die wiege ich mit einer Feinwaage ab. Die brösel ich jetzt einfach so in die Backform zum Mehl dazu. Fein, klein bröseln. Das löst sich jetzt auch gleich mit der Flüssigkeit auf. Und in die andere Backform gebe ich jetzt einfach 2 Teelöffel Trockenhefe. Die streue ich einfach zum Mehl dazu. Hier gibt es ein klitzekleiner Vorteil für die Trockenhefe. Ich finde, sie ist wesentlich leichter zu dosieren. Übrigens als Randnotiz: Trockenhefe muss nicht in Wasser aufgelöst werden, wie viele der Meinung sind. Also einfach nur in die Backform geben. Generell und vorneweg einfach schon mal gesagt, Hefe brauchst du beim Backen natürlich als Triebmittel. Ohne Hefe wird dein Brot flach und hart wie ein Stein. Trockenhefe wird in kleinen Päckchen so verkauft, während die frische Hefe in Form von so einem Würfel sich im Kühlregal übrigens befindet. Beide Hefen, also ob frische Hefe oder Trockenhefe, sind zum Backen natürlich bestens geeignet. Beachten hierbei müsstest du jetzt nur den Umrechnungsfaktor. Und zwar der ist 1:3. Also 1 Gramm Trockenhefe entspricht 3 Gramm von der frischen Hefe. So ein Päckchen Trockenhefe hat genau 7 Gramm. Entspricht also einem halben Würfel frischer Hefe. Jetzt noch das Wasser dazugeben und hier solltest du wissen, dass die Hefezellen ab 45 Grad ihre Tätigkeit einfach einstellen und ab 60 Grad sterben sie ab. Also nicht zu heißes Wasser verwenden, lauwarm ist okay, aber eben nicht zu heiß. Also Wasser dazu. Ich lasse jetzt gerade mal ein Brotmischprogramm laufen. Das ist ein Backmischungsprogramm bei dem Automat. Das läuft 2,5 Stunden. Mir geht es jetzt eigentlich nur darum, dir gleich zu zeigen, wie verhält sich der Teig. Welcher Teig geht schneller auf oder ist es am Ende gleich? Das schauen wir uns gleich an. Während das Ganze jetzt hier läuft, noch folgende Informationen. Die Menge der Hefe richtet sich immer nach der Zeit, die der Teig zum Aufgehen braucht. Also du kannst auch weniger Hefe verwenden, was dann aber ein längeres Programm benötigt. Und logischerweise auch umgedreht. Also viel Hefe und ein kurzes, beispielsweise Schnellprogramm. Zurück zur Trockenhefe. Was ist es denn überhaupt? Was ist Trockenhefe? Trockenhefe ist einfach nur getrocknete, frische Hefe. Es ist kein chemisches Produkt. Es wird zwar für die Herstellung ein Emulgator benutzt, der aber kein böser E-Stoff ist. Bio-Trockenhefe ist übrigens sogar ohne Emulgatoren oder andere Zusatzstoffe. Schauen wir mal, wie sich der Teig entwickelt. Hier kannst du super jetzt sehen, dass der Teig mit frischer Hefe schneller geht, was aber bei der Benutzung im Brotbackautomat nicht zwingend sogar gewünscht ist. Und damit kommen wir jetzt zu einem Vorteil von der Trockenhefe im Brotbackautomat. Brotteige mit Trockenhefe kommen langsamer in die Gänge. Denn gerade in der Anfangszeit der Programme brauche ich da keine schnelle große Triebkraft. Stunde später, in der gesamten Triebkraft hat es jetzt keinen Unterschied gegeben, ob Trockenhefe oder frische Hefe. Das Endergebnis ist also identisch. Geschmacklich finde ich jetzt Brote mit Trockenhefe ein bisschen milder als jetzt mit frischer Hefe, aber das ist jetzt mal subjektiv beurteilt. Was aber der entscheidende Faktor für mich ist, warum ich Trockenhefe bevorzuge: sie hat einfach eine wesentlich längere Haltbarkeit. Durch das, dass ihr Wasser entzogen wurde, hat sie eine Haltbarkeit von etwa einem Jahr.
Frische Hefe hat nur eine Haltbarkeit von einer Woche oder 2 und das im Kühlschrank. Somit habe ich mit der Trockenhefe natürlich immer Hefe im Haus und kann da backen, wann ich will. Tja, wie siehst du das? Backst du mit frischer Hefe oder Trockenhefe? Was sind so deine Erfahrungen? Bin gespannt auf dein Feedback. Falls du jetzt noch weitere Infos suchst, schau gern auch mal auf meiner Homepage vorbei unter www.backsan.de. Da findest du noch weitere Informationen. Und ansonsten lass es dir gut gehen. Back's an. Bis dahin. Ciao, tschüss.